Ich habe mir dieses Sendungsformat überlegt, um zu zeigen, wie kreativ und unterschiedlich Fotografen mit verschiedenen Aufgaben umgehen. Und deswegen habe ich zwei super Fotografen gefunden. In diesem Fall sind es Dieter Sieg und Daniel George. Und diese beiden werden sich gegenseitig Aufgaben stellen, die sie vorher nicht kennen. Und wie das Ganze abläuft, das zeige ich euch jetzt. Also ich möchte mit meinen eigenen Sachen happy sein. Ich möchte, dass meine Sachen morgen geiler sind, als sie es heute sind. Ich möchte mein Ding durchziehen und dass das von anderen Leuten, dass andere Leute das gut finden. Also ich mache es nicht nur für mich, klar, wir machen das alle auch wegen des Applauses wegen oder der Anerkennung halber. Und ich habe unheimlich viel Freude daran, Dinge schön aussehen zu lassen, schön zu machen oder auch interessant zu machen oder meinetwegen auch verstörend zu machen, einfach nur um eine Reaktion auf das Ganze zu bekommen. Und das ist mir wichtig auch für die Zukunft. Das möchte ich mit meiner Fotografie auch in Zukunft erreichen, dass Leute darauf reagieren und reflektieren und dass ich weiter mein Ding durchziehen kann. Mein Ziel mit meinen Fotos ist es eigentlich immer am Ende ein ansprechendes Bild zu machen. Das heißt, wenn jemand dran vorbeigeht, am besten wegen meines Bildes stehen bleibt, es sich anschauen kann und denkt, hey, cooles Bild. Aber am wichtigsten ist halt, ich bin Auftragsfotograf, Werbefotograf und mir ist natürlich wichtig, dass ich das bestmögliche Ergebnis für meinen Kunden am Ende erschaffe. Jetzt ist es soweit, Dieter und Daniel treffen aufeinander, setzen sich im Studio zusammen, unterhalten sich und stellen sich die Aufgaben, die sie sich füreinander ausgedacht haben. Und ihr dürft gespannt sein, um was für Aufgaben es später geht. Schön, dass du heute hier bist bei uns im Studio. Ja, wir treffen uns ja heute hier zur Making-of der Fotografen-Challenge und wir beide sind, glaube ich, ziemlich gespannt darauf, Absolut. was hier so passiert und wie wir so miteinander klarkommen. Ja, und was Martin für Kärtchen für uns vorbereitet hat auch, ne? Ja. Da bin ich auch gespannt drauf. Du guckst auch die ganze Zeit. Ich hole die ne? Karten, ne, was als nächstes kommt. Ne? Ja, Gibt's gibt's eine Reihenfolge irgendwie? Nö. Sollen wir einfach mal? Ja, fang du mal an. Ich Zieh mal. guck mal. Geht schon gut los. Welche beruflichen Qualifikationen hast du? Ich bin Fotograf gelernt und habe dann einen Meisterbrief gemacht. Man mag es ja kaum sagen, aber es ist so, den kann man sich meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen hinter den Spiegel stecken, weil mir der auch nicht hilft auf der Arbeit. Das macht es nicht besser, aber ich habe das Ding. Hättest du ihn heute auch nicht normal gemacht? Nö, ich würde ihn definitiv nicht machen. Das ist, damals war das okay, aber ich bin sowieso nicht so der... mir ist die Anerkennung von meinen Freunden wichtig, mir ist die Anerkennung von meiner Familie wichtig, mir ist die Anerkennung von meinen Mitarbeitern, von meinen Auszubildenden ist mir wichtig, von Kunden ist mir das super wichtig. All das ist, finde ich, wichtiger als dieser Meisterbrief. Das ist gut, das kannst du gut. Was macht ein gutes Foto aus? Ist doch ganz einfach. Ich würde sagen, dass in der ersten Zehntelsekunde, wenn jemand dran vorbeiläuft, stehen bleiben muss. Also wenn das der Fall ist, würde ich sagen, ist das Foto gut. Es muss ein Wow-Foto sein. Es muss ein Matchpoint-Foto sein. Du bist doch Tennisspieler gewesen. Oder bist es noch? Das Ding, das den Matchpoint macht. Das Foto, das ist geil. Es muss geil sein. Die Leute müssen drauf gucken und sagen, wow. Ja, aber was macht das geil? Das ist ja die Frage. Die anderen machen es geil, nicht du. Also du machst es toll, ja, aber die anderen, die Reaktion der anderen auf das Bild, das ist ein Matchpoint. Ja, okay. Und wenn du das nicht erreichst, dann ist es das nicht. Dann ist es kein Matchpoint-Bild. Das ist auch meiner Meinung nach einer der Gründe, warum wir so viel gefällige Fotos machen. Verstehst du? Das sind dann keine Matchpoint-Bilder, aber sie sind so, ja, irgendwie nett. Das ist ein Satzgewinn so. Das ist eine 2. Was du aber machen musst, ist eine 1+ mit Sternchen. Das ist es. Und wenn du das in Serie schaffst, Matchpoints zu produzieren, dann bist du der Macker. Dann bist du toll in deinem Job. Dann wollen dich alle. Also in der Berufsschule lernst du, ein perfektes Foto ist, wenn alles drauf ist, wenn alles scharf ist und alles richtig ausgeleuchtet ist und hey, die sind ja auch zu die blöd, Auflösung stimmt. Die sind ja auch zu blöd, um ein Loch in den Schnee zu pinkeln. Ehrlich, ey. Ganz ehrlich, Berufsschule ist der letzte Scheiß. Ehrlich, ist der letzte Scheiß. Das ist Verwaltungs-Lalala mit Technik, die heute lernen, die es morgen nicht mehr gibt. Ich habe ja diesen ganzen Digitalzirkus erlebt von Anfang an. Als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich mir 2 Sinars gekauft und habe geglaubt, so wie alle meine Typen, bei denen ich das gelernt habe, dass ich diese Dinger wahrscheinlich verkaufen kann, wenn ich in Rente gehe. Jetzt habt ihr die beiden kurz kennengelernt. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewinnen können. Im nächsten Step geht es darum, dass die beiden sich die Aufgaben stellen, um die es ja eigentlich wirklich geht. Also abgebildet werden soll eine Politesse bzw. ein Politeur in Aktion. Also die männliche Form der Politesse. Sofern möglich eine echte Arbeitskraft, die mit Würde vermittelt, wie wichtig ihre Arbeit ist.
Ja, das. Und wichtig ist natürlich, angesprochen werden sollen junge Leute, Ja, klar. Wer sonst, ne? Wir die brauchen dann Jungen. hinterher das Bedürfnis haben, ey, cool, cooler Job. Aufgrund der Zeitknappheit kann im Notfall auch ein Model gecastet werden. Ich weiß nicht, wen ich dazu aufrufen könnte. Ey. Ich wüsste Leute, aber die traue ich mich gar nicht zu fragen. Deswegen dachte ich mir, wir gehen ab zum Ordnungsamt und schauen, ob die da nicht jemanden haben. Zum Ordnungsamt. Ja, ja, ja. Hammer. Danke, Daniel. Ich hatte mehrere Vorschläge Ja. gemacht, aber Das ist wirklich die herausfordernd. verdienen einfach, dass man das Image mal so ein bisschen, finde ich. Ne? Also in meinem Leben ist schon ganz oft so gewesen, immer ich gedacht habe, hier möchte ich nicht sein oder das finde ich blöd, dann ist mir das jedes Mal passiert. Danke, Daniel. Oh Gott. Trommelwirbel. Ja, also Porträt, ein Tierporträt. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, soll ich von einem großen Tier, wie zum Beispiel einem Pferd, ein Porträt schießen. Also es ist damit gemeint sozusagen das Gesicht, die Schnauze. Nee, wie auch also immer. Porträt ist ja auch im richtigen Leben, kann es ja ein Kopfporträt sein, Oder es kann ganze ein Brustporträt, Figur, oder? Halbfigur, Dreiviertel, das überlasse ich dir. Ich Ja. finde zum Beispiel, dass auch so ein, wenn ich mir vorstelle, du hättest einen Bullen oder sowas, ne, das ist ja ein kolossales Viech, da kann es halt auch eine Ganzfigur sein. Da gehört ja diese Muskelmasse und diese Riesenviech, da gehört das zum Porträt, gehört ja dann das ganze Tier dazu. Und, Aber das überlasse ich gerne okay, dir. und wenn du sagst mit Studio-Equipment und Studio-Hintergrund, bedeutet das auch, ich könnte vor Ort ein Studio irgendwie aufbauen? Auf der Wirst du Weide, müssen oder? wahrscheinlich. Also im Studio. Ja, genau. Muss Du es nicht fotografierst sein. sie wie im Studio, aber es ist wahrscheinlich on location. Ja, okay. Und da du ja so ein guter Porträteur bist, heißt das? Porträteur als Mann? Oder Von mir Porträtismus? Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Porträtist bist, Porträtierer. Porträtierer. Also da kommt schon Tier drin vor. Mhm. Ja. Abgemacht. Das mit der Politesse finde ich echt schwerer. Echt jetzt? Ja, volles Ruhe. Das Tauschen. Nee, Okay. nee, da wird nicht getauscht. Das Gut, ziehen wir hier gut, durch. gut. Kriege ich hin. Ja, ich auch. Mit links. Meins mit rechts. Ja, schön. Danke. So, nachdem die beiden sich die Aufgaben jetzt gestellt haben und ihr auch wisst, worum es geht, also einmal um das Großtier und um das Porträt einer Politesse oder eines Politeurs, habe ich die beiden nochmal gefragt, was sie eigentlich von den Aufgaben halten und wie sie damit umgehen wollen. Ich habe mir einfach überlegt, welche Berufsgruppe ist denn besonders schlecht in ihrem Image? Also meine eigene Aufgabe finde ich, um ehrlich zu sein, scheiße. Naja, wir alle kennen es, wir ärgern uns eigentlich selten über die Person, sondern eigentlich nur darüber, dass wir eine Strafe zahlen müssen. Und ich dachte mir, das müsste besonders schwierig sein, dort ein schönes Motiv zu finden. Also das ist ja ein Thema, da erwartet man ja keine, naja, ich will diese Berufsgruppe jetzt nicht so abwerten, aber man erwartet da einfach keine Supermodels. Soll er fotografieren in Action, um neue Politessen und Politeure zu rekrutieren? Kann ich auch kein Supermodel da bringen, also ich kann nichts, was visuell irgendwie von sich aus punktet. Das wird schwierig. Ja, Dieter hat mir natürlich auch eine Challenge gegeben. Der macht ja nun ganz viel in Sachen Porträt und in allen möglichen Bereichen und auch sehr gut, wie ich finde. Und ich habe gedacht, ich brauche irgendwas für ihn, was ihn herausfordert, aber irgendwie trotzdem sein Thema trifft. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ach du Scheiße. Habe ich gedacht, dass das vielleicht irgendwie so ein Erwartungsbruch darstellt. Also ich fotografiere fast alles gerne, am liebsten Menschen, aber total ungerne kleine Kinder oder Babys und Tiere. Dass er Porträts machen muss von jemandem, dem er mit verbal nichts klar machen kann. Und am Ende des Tages soll es ja ein Porträt werden, zumindest habe ich das so verstanden. Ich muss mir die Aufgabe auch nochmal genau durchlesen. Du kannst nicht sagen, lächel mal oder sei traurig oder sei du selbst, sondern das find jetzt mal bei einem Esel raus. Ne? Und das finde ich schon ganz schön herausfordernd. Das Einfachste an der Challenge für mich wird sein, die Entscheidung, welches Tier. Alles andere wird, glaube ich, krampfig. Es wird schwierig werden. Muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, klingt alles nicht ganz so einfach. Ich habe hier ganz schön viel, hier ist schwierig, da ist schwierig, meine Aufgabe ist nicht so leicht, wie die andere gehört. In der nächsten Folge zeigen wir Daniel George, wie er sich tatsächlich dann um ein Tier bemüht. Was wird es für ein Tier werden? Esel, Hund, Katze, Maus, keine Ahnung. Ihr dürft gespannt sein. In jedem Fall werden es Tiere. Wie er das Ganze löst, wie er es angeht, zeigen wir euch. Damit wir das Ganze hier weitermachen können, ist es für uns auch wichtig, dass wir Abonnenten haben und freuen uns über jeden Einzelnen. Schreibt uns in die Kommentare bitte unbedingt, was wir noch verbessern sollen, ob das Ganze hier totaler Bullshit ist, ob es ganz okay ist, ob es gut ist, ob es noch besser werden kann und wenn ja, wie. Wir sind offen für konstruktive Vorschläge und freuen uns, von euch zu hören.